ausgerutscht nochmal. Hallo, hi Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zur Empty House Tour. Ich zeige euch jetzt mal die ganzen Zimmer und am Schluss erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Prozess, wie es dazu gekommen ist. Aber ich glaube, ihr seid super neugierig. Und wir fangen an mit Küche, Wohnzimmer und Gäste-WC, was wir hier gerade sehen. Ich bin gerade zur Haustür reingekommen und direkt daneben ist die nächste Tür mit dem Gäste-WC. In Chile lieben sie die vielen Bäder. Wir haben schon wieder viel zu viele Bäder, aber es ist wie es ist. Genau, also hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen. Und was leider nicht so ideal ist, ist, dass die Küche deswegen relativ klein ist. Ihr seht, wir haben schon ein paar Sachen hergebracht, aber es ist trotzdem noch quasi empty. Was wir machen wollen, ist dieses Badezimmer hier komplett rausreißen und die Küche quasi erweitern, sodass wir hier ein größeres U haben. Wir haben einen ganz normalen Elektroherd, Gott sei Dank kein Gas, das mag ich nämlich gar nicht. Einen Ofen und auch einen Platz für einen Geschirrspüler. Wir haben hier einen eigenen, das heißt, den hier werden wir rausmachen und unseren reinmachen, weil unserer auch größer ist. Und von da geht es dann auch direkt ins Wohnzimmer. Und wie ihr sehen könnt, sind wir im Erdgeschoss. Das heißt, ich habe endlich meinen kleinen Garten. Der ist jetzt nicht übermäßig groß, aber wir wollten auch nicht raus aus dem Zentrum, sondern wir wollten in unserem Viertel bleiben. Und hier ist es einfach mit Platz nicht so ganz easy. Deswegen ein kleiner Garten. Es kommt euch vielleicht ein bisschen eingemauert vor. Wir haben uns da schon daran gewöhnt, das ist in Chile normal, einfach aus dem Sicherheitsaspekt, dass keiner einbrechen kann. Und eigentlich finde ich es inzwischen auch ganz nett, weil es halt super private ist. Und das ist auch die Sonnenseite. Und hier kommt dann die Couch hin. Hier ist noch eine Tür. Die führt direkt zum Tiefgaragenstellplatz und zum Keller. Da gibt es direkt hier eine Treppe, das heißt, man kann auch direkt runterfahren, parken und dann hier durch diese zweite Haustür reinkommen und muss quasi gar nicht in die frische Luft. Und ansonsten haben wir schon so ein kleines bisschen abgeklebt, wo die Möbel hin sollen. Wir haben hier auch Elektroheizkörper, also leider keine Fußbodenheizung oder so, aber wir können hier quasi jeden Heizkörper einzeln steuern. Und hier haben wir eine Bar, wo man dann sitzen kann und wo ich dem Max zuschauen kann und kochen, der gerade hinter der Kamera ist. So. So, dann geht es weiter mit meinem Büro, eigentlich gedacht als Kinderzimmer zum Beispiel. Ich habe hier 4 Schranktüren sogar mit einem Kleiderschrank, da hängt auch schon ein kleines bisschen was drin. Oh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also hier habe ich quasi eine Kleiderstange und hier auch noch Sachen, also Fächer quasi. Und ansonsten ist es ein bisschen kleiner als das Büro, was ich davor hatte und da steht auch schon ein bisschen was drin, aber es passt schon. Und ich bin auch ein bisschen geschützt von der Sonne hier, es ist auch Sonnenseite und die Fenster sind mega schön groß und hier ist noch so ein Gitter installiert, dass man quasi nicht rausfallen kann und ich kann direkt in den Garten gucken. Dann, neben meinem Büro, ist das zweite Badezimmer. Vollwertiges Bad mit Badewanne, beziehungsweise für uns eher Hunde-Waschstation, großen Waschtisch, großen Spiegel. Dann haben wir einen kleinen Flur und es geht weiter mit Max Büro. Das ist das kleinste und dunkelste Zimmer und hier sieht man auch die Nachbarn. Also wir sind hier in einem Reihenhaus. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, es ist keine Wohnung, sondern es ist ein Haus. Und hier ist so ein kleiner Erker drin mit Fenstern und Max darf sich hier frei ausleben. Ist eigentlich auch ein kleines Kinderzimmer. Das heißt, hier sind auch ganz normale Kleiderschränke, die genauso aufgebaut sind, also Fächer und Kleiderstange. Und dann geht's weiter. Dann sind wir im Schlafzimmer. Wir haben hier eine super schöne, riesige Holzschiebetür. Allgemein ist dieses Zimmer ziemlich groß. Und wir haben hier eine riesengroße Fensterfront und sogar noch mal so einen kleinen Balkon. Da müssen wir bloß noch einen Boden legen. Und da kann ich dann auch zum Beispiel Hochbeete hin tun. Und man könnte theoretisch auch irgendwelche Möbel nehmen, aber ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Und wir haben die Aussicht aufs Costanera Center und auch auf den San Cristobal. Das würde euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen. Das ist auch ein Wahrzeichen der Stadt. Dann sind hier die Kleiderschränke im Gang. Das heißt, wir haben hier massig Platz, Sachen zu verstauen. Ich habe mir schon die 4 Türen gesichert und Max hat diese 3 Türen hier. Und hier hinten geht es dann ins dritte Badezimmer mit einer Dusche, mit einem kleinen Waschtisch
und mit einer Toilette. Für uns wäre es eigentlich ein bisschen schlauer, wenn der große Waschtisch oben wäre und der kleine unten. Aber dadurch, wie es halt geschnitten ist, ist es halt so. Aber wir haben auch quasi ein großes Fenster, was man auch aufmachen kann. Und vor allen Dingen, wir haben Kunststofffensterrahmen, also richtige Fenster und nicht diese Geschmarri-Fenster, die wir in der alten Wohnung hatten. Dann kommen wir zum absoluten Highlight. Und zwar haben wir wieder eine Dachterrasse, die in 2 Richtungen geht. Zuerst mal in diese Richtung hier, sogar mit Wasseranschluss. Und wir haben hier richtig nicen Blick Richtung Anden. Das kann man in dieser Kamera wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber ihr werdet in Zukunft davon auf jeden Fall noch mehr sehen. Wir wollen wahrscheinlich hier eine Bar hinmachen, dass man hier sitzen kann und sich die Berge anschauen kann. Auf dieser Seite ist dann auch der Sonnenaufgang. Und dann geht es noch auf der anderen Seite weiter. Und hier ist der größere Teil der Dachterrasse. Hier haben wir schon unser Sofa hingestellt und hier können wir dann immer ganz gemütlich sitzen. Wir haben hier auch Strom und Lampen und alles, was wir brauchen und haben einen wunderschönen freien, unverbauten Blick über die City Richtung Zentrum und das ist auch die Sonnenseite. So Leute, ich setze mich jetzt noch mal kurz in Ruhe hin mit euch und erzähle euch die ganze Geschichte, wie es jetzt dazu kam, dass wir jetzt auf einmal in ein Haus ziehen. Also, was passiert ist und was ihr bisher wisst, ist, dass unsere Vermieterin in der Wohnung uns gekündigt hat, weil sie die Wohnung verkaufen will. Wir wurden außerdem von der Maklerin gefragt, ob wir Interesse hätten, die Wohnung zu kaufen. Das haben wir erstmal nicht grundsätzlich abgelehnt, aber hing natürlich für uns ganz stark, wie für alle anderen auch, vom Preis ab. Meine erste Frage war also, wie hoch ist denn der Preis, den die Eigentümerin haben will für die Wohnung? Daraufhin hat die Maklerin zu mir gesagt, dass sie sich noch nicht entschieden hat und uns wahrscheinlich nächste Woche Bescheid sagt. Daraufhin haben wir natürlich angefangen, den Wohnungsmarkt für Käufe zu recherchieren. Das heißt, wir haben gezielt nach Wohnungen mit der gleichen Größe, in der gleichen Lage, mit Dachterrasse gesucht und haben uns halt so ein Bild davon gemacht, was denn ungefähr Wohnungen hier in Santiago in der Größenordnung kosten. Wir haben dann sogar 2 oder 3 andere Wohnungen angeguckt, bevor wir den Preis kannten von der, in der wir gewohnt haben oder immer noch wohnen. Dann haben wir tatsächlich auch eine Wohnung gefunden, die sehr viel schöner und besser war als die, in der wir jetzt gewohnt haben. Und dann haben wir uns gesagt, naja, wenn wir jetzt halt vielleicht was kaufen wollen, und es gibt was Schöneres für einen guten Marktwert, dann wären wir ja blöd, wenn wir einfach die Wohnung kaufen, in der wir wohnen, wenn die schlechter ist, nur um uns den Umzug zu ersparen. Das heißt, wir haben dann auch angefangen, das ganze Thema Finanzierung zu klären und so weiter und so fort, was natürlich sehr kompliziert ist, was ja viele von euch wissen, die wahrscheinlich schon mal gebaut haben, ein Haus gekauft haben oder eine Wohnung gekauft haben. Vor allen Dingen, weil es halt hier um eine internationale Finanzierung geht und so weiter und so fort. Und wir ja keine chilenischen Staatsbürger sind und in Deutschland ja auch nicht wohnen oder uns nicht aufhalten. Beziehungsweise, weil man ja auch hier arbeitet. Also alles sehr kompliziert, aber am Ende hatten wir eine bestehende Finanzierung und haben dann den Kaufpreis für unsere Wohnung erfahren, die wirklich horrend teuer war. Und da war es für uns wirklich absolut vom Tisch, unsere Wohnung zu kaufen, in der wir jetzt wohnen. Und wir hatten aber eigentlich alles bereit. Wir waren irgendwie schon geistig darauf eingestellt, was zu kaufen, obwohl wir eigentlich überhaupt nicht vorhatten, was zu kaufen. Also vor 1,5 Monaten waren wir noch super happy in der Wohnung. Wir hätten niemals gekündigt. Wir wären nie auf die Idee gekommen, uns so schnell in Anführungszeichen in Chile was zu kaufen. Das ist wirklich, das Universum hat uns einfach irgendwie in diese Richtung gedrängt. Und dann, kurz bevor wir nach Kanada sind, ich denke, ihr könnt euch daran erinnern, haben wir dann dieses Haus hier entdeckt. Und dann konnten wir es aber nicht mehr anschauen, weil wir dann nach Kanada geflogen sind und die Maklerin vorher keine Zeit hatte hier von dem Haus und so weiter und so fort. Dann kamen wir zurück, dann hätten wir eigentlich noch eine Woche auf den Besichtigungstermin warten müssen. Dann hat das Universum allerdings wieder ein paar Sachen zurechtgerückt, damit alles für uns funktioniert. An dem Vormittag, an dem wir aus Kanada zurückgekommen sind, konnten wir dann spontan direkt herkommen. Wir sind quasi fast direkt vom Flughafen hierher, haben es uns angeguckt und haben dann auch innerhalb der nächsten 2 Stunden danach, also ich glaube 2 Stunden nach der Besichtigung, haben wir uns dann entschieden, okay, dieses Haus hier wird's. Das bedeutet, wir haben dieses Haus hier gekauft. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis wir den Maklertermin hatten und so weiter und so fort. Wir mussten uns natürlich erstmal überhaupt vertraut machen mit dem ganzen Prozess, wie das hier läuft. Also
Hier ist es ein bisschen anders. Das springt aber jetzt den Rahmen, das alles zu erzählen. Was jedenfalls interessant ist, ist, dass wir ein Haus gekauft haben. Und es war für uns der schönste Kompromiss aus allem, weil wir haben weiterhin die Dachterrasse, die wir absolut lieben gelernt haben und die wir wirklich regelmäßig benutzt haben und die irgendwie auch so ein bisschen hier Teil vom Lifestyle ist. Ich habe den Garten, in dem ich gärtnern kann, natürlich keinen Vergleich zu einem normalen, also was heißt normalen Grundstück. Wenn man in Deutschland ein Reihenhaus kauft, dann hat es auch meistens einen kleinen Garten wie der jetzt, also normalerweise ein bisschen größer natürlich. Aber man kann es jetzt auf keinen Fall vergleichen mit einem freistehenden Haus. Also es ist hier der perfekte Kompromiss für uns zwischen Preis und Leistung. Wir haben ein bisschen weniger Quadratmeter hier als in der Wohnung, in der wir vorher gewohnt haben. Das Charmante natürlich, wenn man was kauft, ist, dass man alles genauso machen kann, wie man es haben möchte. Das heißt, wenn wir eine Wand streichen wollen, eine Wand tapezieren wollen, irgendwas ändern wollen und so weiter und so fort, dann dürfen wir das, wir können das. Es ist unseres, wir können es genauso gestalten, wie wir wollen. Der Nachteil ist an diesem Haus, ist, das habe ich unten schon gesagt, dass die Küche nicht so gut geplant ist. Das heißt, wir werden ja die Küche wahrscheinlich erweitern, wenn alles klappt. Das wird sich dann nächste Woche zeigen, aber das werde ich euch auch alles vloggen. Preislich kann ich noch sagen, dass dieses Haus hier deutlich günstiger ist oder war als die Wohnung, in der wir gewohnt haben, und ist ein Neubau. Wir sind Erstbezug. Ja, das heißt, wir werden jetzt Stück für Stück dieses Haus in unser Zuhause verwandeln, in dem wir uns richtig wohlfühlen. Heißt das, dass wir für immer in Chile bleiben? Nein, das heißt es nicht. Das heißt nicht, dass wir uns dafür entschieden haben. Es heißt einfach nur, dass wir jetzt uns für Kaufen statt Mieten entschieden haben, weil die Miete ja natürlich auch nicht ganz geschenkt ist hier in Chile. Und das war einfach eine hohe monatliche Ausgabe, die ja irgendwo ins Nichts führt, weil wir bezahlen Miete für jemand anderes und der hat dann das Geld und wir haben nichts davon. Noch dazu können wir Sachen halt teilweise nicht ändern und so weiter und so fort. Ihr kennt ja das Thema. Also wir sind sehr happy mit der Entscheidung. Wir sind jetzt, ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Vor allen Dingen ist es so verrückt einfach nur, dass innerhalb von 1,5 oder 2 Monaten hat sich entwickelt von, ja, wir sind happy in der Wohnung und wir werden niemals kündigen, hin zu, das ist unser Haus, das haben wir gekauft. Also es ist so wahnsinnig verrückt, wie das Leben manchmal spielt. Ich kann es echt kaum glauben. Ja, es gibt viel zu erzählen, es gibt viel zu zeigen, es gibt viel zu tun natürlich. Wir haben jetzt nicht die krasseste Eile, weil, wie gesagt, das ist jetzt unseres, wir können uns jetzt zurücklehnen, wir müssen keine Angst mehr haben, gekündigt zu werden. Wie ihr vielleicht gerade merkt, ich bin draußen und es ist ziemlich ruhig oder viel ruhiger als in der anderen Wohnung. Also wir sind in einer ruhigeren Gegend hier, wir sind nicht an einer großen Hauptstraße, wie wir es vorher waren. Also es gibt durchaus noch sehr viele kleine Nachteile, die ich jetzt alle in diesem Video nicht erwähnt habe, und so eine Entscheidung ist natürlich nicht in 2 Minuten in einem YouTube-Video erklärt, sondern da sind natürlich noch sehr, sehr viele andere Einflussfaktoren mit reingeflossen, die ich euch jetzt hier in dem Video nicht ausführlich erklärt habe. Aber vielleicht mache ich das in einem zukünftigen Video. Wenn ihr konkrete Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich werde mich bemühen, in Zukunft vielleicht mal wieder ein Q&A-Video zu diesem Thema hier zu machen. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Am Sonntag gibt es auf jeden Fall schon das nächste Video. Das ist schon fertig. Ein Vlog hier weiter übers Einziehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und bis bald. Adios.